Anaconda Dreams. Hallo, ich bin SCM Sandes. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snakeblock für Dummies. Heute zeige ich euch den letzten Teil des Baus einer Terrarienrückwand aus Styropor und Fliesenkleber. Das Ganze wird jetzt farblich schön gemacht, versiegelt, getrocknet und dann sage ich euch, wie lange das alles gedauert hat und was es alles gekostet hat. Ja, mit wirklich unsäglicher Begeisterung, jetzt wo alles fertig ist und ich nur noch versiegeln und anstreichen wollte, stelle ich fest, dass dieses Mäuerchen eigentlich, wenn man die Vordertür einsetzt vom Terrarium, die Front, die man reinsetzt ins Terrarium, vielleicht ein paar Millimeter zu groß ist und es Probleme hat, die Front einzusetzen. Also habe ich jetzt hier zürnend an der Seite zur Wand weg was weggeschlagen und werde jetzt zumindest noch mal eine Schicht drüber machen. Das natürlich, nachdem ich den Fliesenkleber schon längst im Keller hatte und gedacht habe, dass die Staubschrottphase vorbei ist. Also ich bin wirklich sowas von unbegeistert davon jetzt. Ist natürlich alles meine Schuld, aber wirk. Der hoffentlich letzte Schritt zur Rückwand ist getan. Ich habe das nicht gefilmt, weil ich sehr in Eile war. Epoxidharz habe ich genommen und ich habe mir diverse so kleine Pigmentpäckchen gekauft. Sieht man hier. Hauptfarbe war dunkelgrau. Es ist gerade sehr von Sand bedeckt. Jetzt muss ich dringend und schnell aufräumen. Dann mischt man an, bis man den Farbton hat, den man möchte. Und dann habe ich meine Wand gemacht. Hier kommen die Kontraste jetzt sehr heftig raus. Das finde ich in Natura nicht so wild. Jetzt muss das Ganze trocknen. Ja, so sieht das jetzt im Gesamtanblick aus. Ich hoffe, es hat jetzt halbwegs eine Felsoptik. Das mit dem Epoxidharz habe ich deswegen gemacht, um nochmal die Wand zu isolieren, weil dieser Fliesenkleber doch sehr wasserlöslich ist. Und da ja doch eine relativ hohe Feuchtigkeit teilweise im Terrarium ist, habe ich es nochmal gemacht. Dann eben dieses typische Sand einfach gegenwerfen, ne, habe ich auch gemacht, damit, ach, ich sehe auch schon hier werde ich sogar nochmal tun, was mir nicht so ganz klar war, ist, dass natürlich dieses Harz etwas sehr künstlich glänzt. Ja. Ich glaube, hier an da habe ich noch eine Stelle gesehen, da werde ich noch ein bisschen verschönern, sehe ich gerade. Das ist ja, sieht ja einfach nur hingetropft aus. Das Epoxidharz ist getrocknet. Die Wand ist soweit jetzt relativ trocken, klebt noch ein bisschen. Übrigens, Epoxidharz, ich habe ja dieses Harz genommen und mir ein paar Pigmente gekauft und angefärbt. Ihr seht ja das Ergebnis, es geht ganz gut. Es glänzt halt ziemlich und eins kann ich euch sagen, mir tränen die ganze Zeit jetzt schon die Augen. Also das reizt wahnsinnig. Ich hoffe, das ist wirklich so ungiftig, weil also ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Heulen. Ich habe jetzt alle Fenster aufgerissen und werde jetzt mal mein letztes Silikon applizieren und dann müsste die Rückwand fertig sein. Also es muss dann natürlich alles noch schön durchtrocknen. Es ist hier trocken genug, denke ich, ja, dass ich das Silikon anbringen kann. Der Sand hält verdammt super, superer als ich dachte. Das ist mir nämlich natürlich etwas zu viel Sand, aber es ist schon okay so. Ja, der ist richtig fest dran, also überlegt euch, wie viel Sand ihr drauf machen wollt. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, dann, oh, bin wieder aus dem Bild rausgerutscht. Hahaha. Ich hatte mir vorher die Haare mit Harz verklebt. Ich habe da übrigens meine gesamte, also alles andere war super, aber mit dem Harz habe ich mir tatsächlich die ganze Wohnung versaut. Also das Zeug ist ein Höllenzeug. Wie gesagt, ihr spart euch die Dispersionsfarbe, wenn ihr das Harz, das man zum Versiegeln nimmt, das ist eigentlich klar. Ne? Wenn ihr das mit diesen Pigmenten, die kann man für 1,50 oder sowas dazu bestellen. Wenn ihr das mit denen anreichert, hat mir mehrere Farben bestellt, auch mal wieder mehr als ich brauchte. Aber okay, kann man ja vielleicht auch ein andermal nochmal benutzen, die Pigmente. Könnt ihr hier sowas mit anstreichen. Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Lösung. Es glänzt halt sehr stark. Ihr seht das hier, ich habe eine Menge von dem Aceton benutzt für die Pinsel. Es war auch ein relativ teurer Pinsel, der hier. Und das Ding ist, also das ist total hart. Also ich glaube, oh ja, den werde ich wahrscheinlich wegwerfen. Das ist einfach
das ist kein weicher Pinsel mehr. Ne? Das gleiche hier mit dem kleinen, mit dem ich so feinere Stellen gemacht habe. Da kannst du jemanden mit erschlagen. Mit anderen Worten, ihr werdet die Pinsel, ihr werdet die wegschmeißen danach. So, ich habe jetzt gerade die letzten Verbesserungsarbeiten vorgenommen. Und die letzten Löchlein mit Silikon gestopft. Hier oben ist leider noch eine etwas größere Angelegenheit, die macht mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Da muss ich unter Umständen, wenn das getrocknet ist, nochmal ran. So, und jetzt wird es nämlich richtig spannend. Jetzt machen wir die erste Deko dran. Dann hatte ich mir doch hier was mit den Lianen überlegt. Ihr erinnert euch, die hatte ich mit Heidi zusammengesammelt. Die passt doch irgendwie wunderbar hier rein. Das Ganze richtig in Form ab, ne? Das Terrarium hat jetzt eine Woche lang gelüftet, nachdem ich das Epoxidharz drauf gemacht habe. Jetzt müsste alles an Dämpfen weg sein. Das Ding ist tatsächlich super ausgehärtet. Es ist knallhart, da bricht man sich die Finger dran. Das müsste wirklich Schlangen und alles Mögliche aushalten. Ich bin begeistert. Ich habe sofort, als ich nach Hause gekommen bin, jetzt in Betrieb genommen. Das heizt sich jetzt hier langsam auf und jetzt wird es spannend. Ansonsten ist das schön geworden. Also ich habe so ein paar grünere, so moosige Stellen mit dem schwarzen Sand auch. Ja, jetzt ist diese Kamera nicht optimal, was es ihre Aufnahmequalität angeht. Aber hier sieht man so ein bisschen diese grünen Stellen. Und auch hier auf der anderen Seite mit dem Schwarz noch drin. Ich finde, das sieht ganz natürlich so aus, als würde da wirklich irgend so ein Moos drin wachsen. Ansonsten ist es nur dekoriert mit der Zwischenwand, die ich natürlich falsch rum hingestellt habe in der Hektik und auch falsch rum angeklebt. Die hat ihre 2 Schlupflöcher, das habe ich euch ja gezeigt. Gucken, ob wir es mal im Terrarium zeigen können. Da geht eins durch, da muss ein bisschen klettern. Und machen wir das groß mal beiseite. Hier ist noch zu ebener Erde. Hier ist mein Temperaturfühler vom Thermostat. Ach, diese Feldstruktur. Herrlich. Alles von mir gemacht. Ich sag euch, es war wirklich viel Arbeit. Aber man ist nachher schon stolz wie Oscar. Also man braucht kein Fernsehen mehr. Es macht wirklich Spaß, sich einfach erstmal eine Weile lang sein Werk zu betrachten und sich zu sagen, ne? Sich selber auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, ich muss das vor dem Terrarium machen, das geht ja gar nicht. Moment, wir drehen das Ganze. Ich klopfe mir auf meine eigene Schulter. Ich finde, ich habe einen super Job gemacht und jetzt muss nur noch die Temperatur stimmen und dann sind ich und Kaya glücklich. Arbeitszeiten. Ausschneiden der Styroporplatten, vielleicht mit ein kleines bisschen Vorausplanung, 1 bis 2 Stunden. Aufschichten und mit Fliesenkleber bestreichen, dass es schön hält. Circa 1 Stunde, was wirklich lange dauert, ist das Trocknen. Um die Grobstrukturen herauszuarbeiten, würde ich mindestens 4 Stunden veranschlagen. Für die feineren Arbeiten genauso, wenn nicht um einiges mehr. Und vergesst nicht, ihr werdet zwischendurch putzen und putzen und putzen. Und damit meine ich nicht nur die Umgebung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, die irgendwelche Flickarbeiten machen musste. Auch das wird euch bestimmt 2-3 Stündchen kosten. Mit Silikon die ganzen Löcher und Ritzen stopfen, sowie natürlich auch die Rückwand hinten anbringen. Das wird euch auch 2-3 Stunden kosten. Anstriche, von denen ich 4 gemacht habe, dauern ganz schön lange, wenn man so viele Strukturen hat wie ich. Ich musste mit einem dicken Pinsel und mit einem dünnen für die feineren Strukturen arbeiten. Dauerte jeweils 2 bis 3 Stunden. 4 Anstriche für die Stabilität habe ich gemacht. Epoxidharz habe ich benutzt. Vielleicht werdet auch ihr ein bisschen rumprobieren mit Farben, mit Sand, mit irgendwelchen Feinstrukturen. Dauert alles seine Zeit, 1, 2, 3 Stündchen. Dann nochmal Silikon drüber, 1, 2 Stündchen.
und lasst euch von irgendwelchen Foreneinträgen, schon habe ich den ersten, schon habe ich den zweiten, schon habe ich den dritten Anstrich gemacht, bitte keinen Bären aufbinden. Der Anstrich selber dauert seine Zeit, dann muss es einen Tag durchtrocknen pro Anstrich. Das gleiche gilt auch für das Epoxidharz. Und bis ihr euch so schön auf die Schultern klopfen könnt, würde ich sagen 3 Tage malochen, 5 Tage trocknen und eine Woche lüften. Würde ich etwas anders machen bei der Rückwand? Ja, da würde ich jetzt im Nachhinein Sachen anders machen. Ich würde nie wieder anfangen, die Rückwand zu bauen, ohne das Terrarium zu haben. Du kannst natürlich messen und messen und messen. Es ist wie Arbeit und dann passt doch nachher ein Millimeter nicht. Ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall aufs Terrarium warten und das Ding gleich reinbauen, gleich reinpassen, dann hast du viel weniger Ärger. Ich würde auch die einzelnen Lagen, ich würde das wieder machen mit dem Lagenaufschichten, weil man dadurch eine wunderbare Tektonik gleich von selber hat, also so eine Plattentektonik. Aber ich denke, ich würde jetzt inzwischen Lage für Lage ankleben schon mit Silikon an die Wand. Ich glaube, ich würde auf diesen Kleber verzichten, den ich gekauft habe, diesen Terrarien oder irgendwas Kleber, was das war teuer und wirkte auf mich wie Wasser. Das Silikon selber hält gut und wenn man dann diesen Fliesenkleber nutzt, dann hält das ganze Ding bombensicher. Dann würde ich auf keinen Fall nochmal Versatzstücke benutzen. Schöne große Platten, weil diese Versatzstücke, ich hatte es befürchtet von Anfang an und es ist auch geschehen, sobald du dann eben mit den Geräten rangehst und versuchst irgendwie schöne Formen rauszuhobeln, fallen diese Bröckelstücke raus und du hast das Dreifache an Arbeit, du musst es wieder stopfen. Unter Umständen sieht es nicht so schön aus und du stopfst und du brauchst wieder Silikon und du stopfst und du brauchst wieder Silikon und Silikon ist teurer als Styropor. So eine Styroporplatte kostet 1 Euro, 1,50 Euro. Wenn du einen teuren Baumarkt erwischt, dann kostet dich das vielleicht an die 2 Euro. Das macht also wirklich den Braten nicht fest. Das Aquariensilikon, ne? Man nimmt Aquariensilikon, weil das schimmelt nicht und so weiter und ist schön ungiftig. Das ist nämlich überhaupt gar nicht billig. Ne? Habe ich mir wehgetan, die habe ich mir ständig angeschlagen an diesem, ne, weil du immer hängen bleibst an diesem festen Beton. Das sollte also nicht zu dick werden, diese Schicht. Ansonsten würde ich das aber, glaube ich, wieder mit dem Styropor machen. Ich würde auch, glaube ich, wieder dieses Epoxidharz nehmen, weil schön wasserdicht. Und mit den Pigmenten rein, das fand ich eine preiswerte Variante, weil wenn ihr Dispersionsfarbe nehmt, erstens sind die relativ chemisch. Ihr werdet ja auf jeden Fall die mit dem Umweltengel nehmen. Das sind die teuren. Da kommt ihr auf den gleichen Preis wie das Epoxidharz mit den Pigmenten. Die Pigmente kosten wirklich recht wenig. Die bestellt ihr euch eben in so kleinen Päckchen dazu. Das sind cadmiumfreie, das sind natürlich ganz schadstoffarme. Ja, das Epoxidharz hat einen gewissen Glanz, aber ich denke, der Fliesenkleber, der saugt halt Wasser, ne? Der ist wasserlöslich und ich denke, das ist schon richtig, da noch was drauf zu tun. Anders würde ich machen, ich würde nicht mal diesen weißen Sand nehmen, den finde ich nicht so schön. Ich würde eher roten oder dunkleren Sand nehmen, das passt einfach besser zu den Steinen. Und ansonsten bin ich aber zufrieden mit meinem Ergebnis. Die Kosten für die Rückwand. Styropor 26,59 Euro, Fliesenkleber 13,99 Euro, Silikon 36,94 Euro. Da habe ich zweimal gebraucht. Da hätte ich, wie gesagt, besser mehr Styropor gekauft. Leim 6,95 Euro, den würde ich jetzt vielleicht weglassen. Gummihandschuhe 1,50 Euro, die braucht ihr für den Fliesenkleber. Gipsbecher 1,49 Euro, den könnt ihr auch wegwerfen. Epoxidharz und Pigmente 35 Euro. Terrariensand A 11,85 Euro, viel zu viel. Schwarzen Sand 9,99 Euro. Aceton, das würde ich heutzutage aber nicht mehr ausgeben. Das habe ich gekauft, weil da steht, das Epoxidharz kann man mit dem Aceton reinigen. Die Tatsache ist, das geht nicht. Das Aceton würde ich weglassen, worauf ihr euch einstellen müsst. Das könnt ihr als Kosten mit einrechnen, ist, dass ihr danach schlicht und einfach den Pinsel wegwerfen müsst. Das macht insgesamt 162,64 Euro. Ich habe jetzt nicht mit eingerechnet, dass vielleicht der eine oder andere noch Werkzeug kaufen oder leihen muss. Outtakes. Da bin ich mir todsicher, das macht Styropor macht das auch, da bin ich mir todsicher, dass man, da bin ich mir todsicher, worüber bin ich mir überhaupt sicher? Satz vergessen.